Wenn du mich einlädst, weißt du, was passiert. Es gibt gewisse Traditionen. Ja, du hast ja recht. Wer die Sendung seit ein paar Jahren schon verfolgt, weiß, dass wir hier schon mal... Immer nur den besten Tropfen. Ja, genau. Und man sieht es auch, eigene Hausmarke von dir. Ne? Absolut Hausmarke. Obwohl ich gelesen habe, du produzierst den in Mexiko. Respekt. Ja. Ne? Also, ich habe ja eine kleine Farm in Mexiko. Hab ich mir auch vorgestellt. So, Okay, fangen wir gleich so an, oder was? Wir müssen. Okay, wir müssen alles klar, meine Damen und Herren. Ich bin schockiert, dass das letzte Jahr, die letzte Season von dir ist. Und ich habe gedacht, Mensch, Kinder, das kann nicht sein. Ich muss dich überreden. Und womit kann man das am besten machen? Mit Schnaps. Mit Ringelstädter Tequila, Hausmarke. Insofern, wir müssen uns das jetzt hier... So, pass auf, die Redaktion hat offensichtlich Bescheid gewusst. Schon vorgewarnt. Vielen Dank an der Stelle an die Kolleginnen und Kollegen, die mir mal wieder nichts erzählt haben. Natürlich, ich schenke mal ein. Caroline Schnapsmaschine. Die Band guckt schon ganz neidisch. Warte, Die Band guckt schon ganz neidisch. Mutti, hier. Gau. Band auch. Es kann doch nicht wahr sein, dass du jetzt aufhörst. Das kann doch nicht sein. Ja, mei, das hilft jetzt nicht. Das brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Gerrit. Nein, das müssen wir so ein bisschen anschneiden, weil du bist für mich ein Lichtblick in der Fernsehlandschaft. Ja, das ist ja richtig, aber wie oft willst du deinen Platz da? Es gibt ja wirklich mittlerweile keine vernünftigen Sendungen mehr und der Einzige hört dann auf. Ich finde das irgendwie... Gerrit, David, die Frage ist halt, habt ihr alle? Ich hoffe, du machst ja so das Rabsche Comeback irgendwie so in 2 Jahren. Dann aber erst wenn ich mal eine Fressleiste machen habe, lassen die bis dahinter gehen. Was auch immer es ist. Hauptsache, du bringst deinen Humor mit. Ja, ich bin... Apropos Humor, ich würde mal sagen, hoch die Tasten. Hast du Salz schon drauf? Natürlich. Also, ja, wart halt. Ja. Was bist denn da so schnell? Weil du ein Teufelsgeiger bist, bist du auch ein Teufelsdrinker. Ach, so, Gottes Willen. zum Wohl. Was machen wir zuerst? Achso, ja. Ich hätte heute was essen sollen. Auf leerem Magen vielleicht keine so gute Idee. Apfelteufel. Es ist hart, oder? Oh, jetzt weißt du, warum ich aufhöre. Ja. Ich will einfach nicht, dass du nur mal kommst. Wenn du wüsstest. So. So, Verwandtschaft. Verwandtschaft kriegt auch noch einen Schnaps. Ist die? Kannst du dir überhaupt nicht vorstellen? Wenn du wüsstest. Mein erster Satz, als ich einen Anruf bekommen habe von Jörg, den kennst du ja auch ganz gut, das ist mein Manager, hat gesagt, Ringelstädter, letztes Jahr, hast du Lust vorbeizugehen? Habe ich gesagt, Gott sei Dank, endlich mal eine gute Nachricht. Gelegenheit, mal wieder mit dir einen Tequila trinken zu gehen. Ja, absolut. Boah, es ist schon eine harte großartig. Nummer. Boah, wie viel vertragst du denn gerade? Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Überhaupt. Es knallt jetzt schon. Knallt, ja. Ich muss auch gleich noch was spielen, aber solange... Ich versuche jetzt noch nicht zu lallen. Also okay, wir kriegen das hin. Folgendes, lieber David, du warst schon mal da. Wir haben aber trotzdem natürlich einen neuen Film für dich gemacht. Die Caro hat sich mit Elias getroffen und hat einen Film gemacht. Bitte schau, hier ist er. Der verkannte Philosoph Dan McCafferty von Nazareth stellte schon 1975 in seinem Hauptwerk Hair of the Dog fest, dass Liebe wehtut. Love hurts. Mehr noch, sie kann einen schlichtweg kaputt machen. So erging es auch David Garrett mit seiner Lebensliebe, der Musik. Seine hochkulturell motivierten Eltern erkannten Davids außergewöhnliches Talent an der Geige und pushten ihr Wunderkind von einem Rekord zum anderen. Jugendmusiziert-Gewinn mit 5, Orchesterdebüt mit 10 mit den Hamburger Philharmonikern, Exklusivvertrag mit der Deutschen Grammophon mit 13, alle Paganini-Kapricen aufgenommen mit 15. Dass das nicht ohne Blut, Schweiß und Entbehrungen geht, ist klar. Also flüchtet sich David nach dem Abi nach New York und macht sich auf die Suche nach seiner künstlerischen Freiheit. Die findet er in der Vermählung von Pop und Klassik. Und er macht das so gut, dass er als einer der wenigen Künstler in beiden Sparten prämiert wird. Mal ganz abgesehen von den 32 goldenen Schallplatten hat er zum Beispiel 4 Pop-Echos und 5 Klassik-Echos verliehen bekommen. Außerdem kann er dirigieren, komponieren und Tequila trinken. Neider behaupten, er sei der David Hasselhoff der Klassik. Ringelstädter weiß es besser. He's just looking for freedom. Und jetzt klappt das auch mit der Liebe. Unser Freund, der Teufelsgeiger, David Garrett. So ist es. Ein schöner Beitrag. Ein schöner Beitrag. Danke. Hey David, jetzt habe ich mal...
Man hat ja keinen Kaffee hingestellt. Du kannst ihn jederzeit trinken. Ja, ich hatte dann in dem Moment wahrscheinlich so ein bisschen übersehen, dass ich Tequila mitbringe. Insofern, der Kaffee macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber macht es nicht Sinn? Kickt der nicht auch noch? Also zusätzlich? Irgendwie habe ich das Gefühl, die Nacht wird lang. Okay, alles klar. So, jetzt bist du so oft da gewesen, hast du nicht überlegt, ob du mal in Bayern ein Haus kaufst? Also ich liebe Magst du nach Bayern ziehen mal? Ich liebe ja Bayern, das muss ich sagen. Aber allerdings muss ich auch sagen, dass meine Familie und viele meiner Freunde, und das Herz ist natürlich auch da, wo viele Freunde sind, ja, Familie ist, und das ist schon Berlin. Und es würde mir schwerfallen, die sozusagen zurückzulassen und alle umzusiedeln nach Bayern. Ich weiß nicht, das würde also hier gibt es sehr viel dauern. günstigen Wohnraum in Bayern. Ich habe schon gehört, gerade so in München Zentrum, Absolut, da fallen die Preise. Absolut. Da muss einfach warten, bis die Immobilienblase rum ist. Die warte seit 30 Jahren auf den Moment. Wo haben wir denn jetzt die Flasche? Ja, Krutzig 5, das ist ja Lass Wahnsinn. die doch mal hier stehen. Darf ich an der Stelle noch mal für den David eine Lanze Absolut. brechen? Beim letzten Mal, als ich ihm die Tequila-Flasche mitgebracht hatte, die er das letzte Mal hier vergessen hatte, da hat er ein Ding nach dem anderen gezogen. Und am Ende hat er dann zu mir gesagt, schön, dass du das mit Wasser aufgefüllt hast. Aber ich hatte sie gar nicht mit Wasser aufgefüllt, sondern mein Sohn hatte sie heimlich leer gesoffen und hat sie mit Wasser aufgefüllt gehabt. Super Geschichte. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. So, auf geht's. Komm, ich mach schon hier für dich. Einmal ablecken. Zack. So. Ja, so. Ja, komm hier. Ja, so. Ja, muss ja weitergehen. Ich werde diese Sendung vermissen. Ja, also ein bisschen was müssen wir jetzt noch besprechen. Ja, bitte. Aber du hast ja zu Recht gesagt, es gibt überhaupt nichts zu erzählen, weil ich bin zwar auf Tour. Ja, aber du hast nichts zu promoten. Ich habe nichts zu promoten, es gibt keinen Platz mehr zu kaufen. Was ist das für eine Dankeschön Tournee? im Übrigen. Was ist das für eine Tournee? Ich habe geschaut im Internet. Ja. Das ist ja wieder eine Welttournee, oder? Ich bin einmal wieder um den Globus unterwegs. Wir fangen natürlich in Deutschland an. München, Premiere, am 20. März. Und dann machen wir halt, ich glaube, 14, 15 Konzerte in Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann geht's rüber nach Europa. Nach Europa? Erstmal nach Europa. 30, 40 Konzerte so von Skandinavien bis Italien, Portugal, Spanien etc. Und dann machen wir USA-Tour und dann gehen wir nach Südamerika und dann gehen wir mal nach Asien und schauen uns mal Australien an und dann wir halt so ein bisschen und sag mal, jetzt hast du ein neues Album gemacht, Millennium Symphony. Ja. Pop-Hits der vergangenen 25 Jahre sind da drauf. Ja. Da sind Lieder drauf von Ed Sheeran, Harry Styles, Taylor Swift. Also der ganze moderne Kosmos von Popmusik. Dann habe ich mich gefragt, wie kommst du drauf, dass du sagst, daraus mache ich jetzt quasi ein Geigenpopstück. Ist es so, dass du jetzt von mir aus einen Taylor Swift-Song im Radio hörst und sagst, das kann ich mit der auf Geige? Der Couch. Auf der Couch sitze ich dann, höre was im Radio und dann denke ich, Harry Styles war diese As It Was Nummer. Hört sich fast so ein bisschen wie ein Rondo von Mozart an. Und hab ich gedacht, da kann ich was mitmachen. Ja, cool. Oder eine Nummer, die ich schon immer machen wollte, musste aber ins Konzept passen, war Survivor von Destiny's Child. Ja. Man schön mit dem ganzen Instrument, das auch ein bisschen die Harmonien raushauen. Tatsächlich eine gute Idee. Ich bereite nur schon mal vor, falls es läuft ja noch. Jetzt müssen wir langsam machen. Nein, Hannes. Wir machen dann Schluss, wenn du sagst, du machst noch ein Jahr hinten dran. So. Jesus, Maria und Josef. Komm her, einmal ablecken, los jetzt. Ich bin so froh, dass ich nicht an diesem Schreibtisch sitze, Ja. ohne Scheiß. Ich bin vor allem... Einmal Cheers. zack. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Boah. Oh, leck Aber mich schön, doch. dass du den in Mexiko produzieren lässt. Jetzt mag ich nicht mehr. Sagst du, wie es ist. Also ein leichter Fisch irgendwie beim Abgang. Es fischelt bei den Städten. Fuß vom peruanischen Es fischelt. Nackthunden. Folgendes, jetzt muss ich etwas sagen, Fram. Ich lehne mich schon mal an. Du, deine Shows, du bereitest ja fast alles, du bist total akribisch, du machst alle Gewerke, willst du alles wissen. Ja, also auch Licht und so weiter. Man glaubt es nicht von der heutigen Situation. Nee, aber das weiß ich ja. Ich bin da du bist obsessiv. Ja, obsessiv und auch voll der Kontrolletti. Ja. Aber weißt du, was ich total lustig finde? Das musst du mir erklären. Du machst ja auch Lichtshow und so weiter, mischst du dich auch ein. Ja. Jetzt bist du aber farbenblind.
Das macht nicht so viel, ganz ehrlich gesagt, weil wir nicht so viel mit Farben arbeiten, sondern eher mit den Elementen des Orchesters. Also für Millennium Symphony habe ich mir etwas ganz Besonderes einfallen lassen, und zwar das Orchester nicht so in diesem klassischen Sinne hintereinander aufzubauen, sondern gestapelt. Wie gestapelt? Das heißt, wir haben 16 Blöcke, zwei Musiker. Okay. Wir haben die Streicher, also die Geigen, in der ersten unteren Reihe in 4 Blöcken. Die zweite Reihe sind Celli, Kontrabass und Viola. Und die dritte Reihe sind Brass Sections oben links in den 2 Blöcken und Woodwinds rechts von den oberen 2 Blöcken. Und wenn du es natürlich so gestapelt hast, kannst du natürlich ganz logisch Licht von hinten immer fließen lassen auf die Instrumenten, die Stimmführung haben. Ja. Und ich fand das ganz spannend, vielleicht Menschen, die noch nie ein Symphonieorchester kennengelernt haben, das auch zu visualisieren. Wenn die verschiedenen Sections auch spielen. Okay, das heißt, dann habe ich mich echt mit der Partitur hingesetzt und habe für den Lichttechniker auf Timecode genau geschrieben, da bitte die ersten Geigen, da bitte rüber zu den Cellis, da an die Brass Section und so weiter. Das machst du selber? Ich mache alles selber. Echt jetzt? Ja. Aber du hättest doch bestimmt jemand, der das für dich macht. Nicht so gut wie ich. Ah, okay. Ist leider echt so. Hast du eigentlich... Sorry. Hast du eigentlich Selbstzweifel? Kennst du das? Leider. Nur. Ja? Nur und daher kommt es, oder? Daher kommt es. Es ist so eine Mischung in dem Beruf. Oder Tequila, haut rein. Jetzt müssen wir aufpassen. Halt mich auf, wenn ich irgendeine Scheiße laber. Nee, vor allem räume ich ihn jetzt weg. Nein, der bleibt hier oben stehen. Der kommt jetzt weg. Ist nicht so was. Hannes, ich kenne das letzte Mal, dass hier sind Sachen passiert. Mein Sohn braucht doch auch noch was. Stimmt. Also sag. Nein, aber im Endeffekt ist ja so, dass man schon durch den Selbstzweifel natürlich auch gut wird. Ich glaube, das ist eine gute Portion Ungewissheit, dass du an dir selber halt auch nicht siehst, dass sich was entwickelt, dass das auch ein großer Motor ist, um irgendwas besser zu machen als viele andere. Die meisten Leute, die ich kenne, die von sich so überzeugt sind, die arbeiten nicht genug. Ja. Und die verschwinden dann irgendwann mal. Macht es eigentlich Spaß, bei dir im Team zu arbeiten, wenn du so krass drauf bist? Ich glaube eher nicht. Die Leute sagen mir das immer, ey, so toll mit dir zusammenzuarbeiten. Aber ich habe irgendwie im Gefühl, so ganz tief in der Bauchecke, dass hinter meinem Rücken, dann sagt, ey, der ruft schon wieder um 12 Uhr an, Mitternacht hier. Dann heben sie zwar ab und machen so, na, kein Problem, ist ja nur Samstag. Aber ich glaube, das ist dann... Triffst du eigentlich viele Weltstars? Kennst du so viele? Ich kenne ein paar, aber... Wen denn? Das ist jetzt, kennst du? Ich kenne dich. Ja, genau. Ich weiß, das reicht. Das reicht. Wir wollen uns ein Foto anschauen, weil das was Neues ist jetzt in deinem Leben. Also noch nicht so alt, dass du das auch machst. Und das ist dieses hier. Da sieht man dich dirigieren. Ja, da gibt es eine schöne Geschichte. Warum dirigiere ich, ist die große Frage. Weil ich habe ein Klavierkonzert geschrieben. Und, du hast ein Klavierkonzert? Ja, das muss man ja dazu erwähnen. Ich habe in der Corona-Zeit gesagt, Mensch, Kinder, mach mal irgendwas. Und da habe ich das Buch ja gemacht. Und nebenbei habe ich gedacht, komm, mach mal was ganz anderes. Ich habe ja Komposition damals in New York studiert. Überrasch die Leute mal. Siehst du bist jetzt schon mal überrascht. Bin total überrascht. Alles wunderbar funktioniert. Na, vor allem Klavierkonzert. Ja, aber warum? Weil ich gedacht habe, wenn du ein Geigenkonzert schreibst, dann musst du es erstmal wieder auf der Bühne spielen. Und zweitens, ja, ist ja so. Und zweitens ist es so, dass die Leute nicht wissen, dass du nur Komponist bist. Also habe ich das zweitbeste Instrument genommen, das Klavier. Und habe gesagt, dann schreibe ich ein großes Klavierkonzert, symphonisches Klavierkonzert. Und dann habe ich die Uraufführung in einem Festival, im Sinandali Festival in Georgien gemacht. Und es war ein Dirigent vorgesehen, der das dirigiert. Und der war furchtbar. Das war ganz, ganz schlimm. Dann habe ich meinen Manager angeguckt in den Proben und habe gesagt, ey, das bekomme ich besser hin. Dann haben wir das nächste Mal das mit der Pianistin Olga Scheps am Klavier gemacht in der Schweiz. Und dann habe ich es dirigiert und ich hatte recht. Ich habe es besser hinbekommen. Aber du suchst dir dann schon immer wieder auch neue Herausforderungen, weil du könntest dich jetzt so locker machen. Ich habe nichts anderes in meinem Leben. Ich liebe mein Publikum, ich liebe dich, ich liebe euch, ich liebe die Musik. Das reicht mir in meinem Leben. Da gibt es halt auch nicht mehr so viel, was mich interessiert. Naja, es ist ja toll, dass du dann auch immer diese Challenge, du könntest es erst bequem machen und sagen, ich bin der Garrett, ich bin der Stargeiger, ich tue, wann ich Bock habe und ansonsten... Aber wo ist denn der Lebensinhalt da drin? Also ja, ist ja geil, ich finde es ja super. Du weißt ja, dass ich dich dafür bewundere. Bis jetzt ist noch so dieses lodernde Feuer irgendwie in meinem System drin und ich meine immer noch irgendwie
irgendwie was beitragen zu können. Aber das ist wirklich das Schöne, wenn man dich länger kennt. Zum Beispiel beim letzten Mal, als wir dann im Hotel waren und dann beim Frühstück, dann hast du gesagt, du musst jetzt gehen, du musst jetzt üben. Ja. Und es war, in dem Gesicht von dir war das, diese Unruhe zu sehen, dass das jetzt nicht was ist, was du machen musst, sondern das ist was, wo das Feuer so in dir... Auch breitet sich auch ein schlechtes Gewissen aus. Ach, das kriegst du schon? Oh, absolut. Okay. Also ich sitze dann wirklich irgendwie so... Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Oh Mann. Na, also, dann schaue ich halt Wintersport. Also, Schatzi, Folgendes. Meine Damen und Herren, wir werden natürlich später den David noch hören. Schauen wir mal. Na doch, jetzt hast du hier Trinkpause. Und wir hören später von seinem neuen Album einen unglaublichen Song, Take Me to Church, mit der Band und Bläsern. Und du hast dich darauf eingelassen, mit der Band das zu spielen, obwohl du Perfektionist bist. Dafür schon mal vorweg ein Applaus. Jungs, erstmal David, Gary.